Was ist Cosmos und was macht den Atomtoken so interessant für uns? Damit du das volle Potenzial von Cosmos erkennst, schau das Video also am besten bis zum Ende an. Den aktuellen Themenabschnitt blende ich dir wie immer oben mit ein. Wenn dir meine Videos einen Mehrwert bieten, dann teile das Video mit deinen Freunden und lass uns damit noch mehr Menschen helfen, Krypto zu verstehen. Über meine Patreon-Seite kannst du mich und meine Arbeit unterstützen. Das sind wie immer alles meine eigenen Recherchen, daher keine finanzielle Beratung. Zunächst erst einmal, was ist Cosmos? Cosmos ist ein dezentrales Netzwerk, welches Internet der Blockchains werden möchte. Dazu möchte es verschiedene Blockchains miteinander kommunizieren lassen und den Bau von Blockchains und die Apps für Entwickler vereinfachen. Atom nennt sich der systemeigene Utility-Token der gesamten Cosmos-Plattform. Das Mainnet ging 2019 an den Start. Zum Zeitpunkt des Videos ist Cosmos auf Rang 23 von CoinMarketCap gelistet und verfügt über eine aktuelle Marktkapitalisierung von über 6,1 Milliarden Euro. Welche Probleme möchte jetzt Cosmos lösen? Cosmos fokussiert sich insbesondere auf die drei Probleme Usability, Skalierbarkeit, Interoperabilität. Was ist damit jetzt gemeint? Punkt 1. Usability. Die Blockchain-Welt ist nicht gerade immer leicht zu verstehen. Auch das Erstellen eines dezentralen Netzwerks ist für Entwickler eine große Herausforderung und kann je nach Grundgerüst ziemlich lange dauern. Viele Fehler können beim Bau passieren, die unter Umständen gar nicht oder nur schwer umprogrammiert werden können. Unter Usability verstehen wir hier also die Benutzerfreundlichkeit, eine eigene Blockchain schneller und leichter zu entwickeln. Punkt 2. Skalierbarkeit. Gehört zum bekannten Blockchain-Trilemma und beschreibt die Fähigkeit, die Netzwerkkapazitäten bei steigender Nutzung zu erweitern, ohne dabei an Sicherheit zu verlieren. Auch viele weitere Projekte wie zum Beispiel Avalanche möchten das Problem der Skalierbarkeit lösen. Nur so kann Massenadaption erreicht werden. Warum Skalierbarkeit ein Problem ist, habe ich dir noch ausführlicher in meinem AVAX-Video beschrieben. Und Punkt 3. Interoperabilität. Darunter verstehen wir die reibungslose Kommunikation zwischen zwei dezentralen Netzwerken untereinander. Bisher sprechen die Hunderten von Netzwerken nur ihre eigene Programmiersprache, doch nur wenige können sich ohne Probleme untereinander austauschen. Mehr zum Thema findest du zum Beispiel auch in meinem Video zu Polkadot. Cosmos möchte also zusammengefasst, dass eine Blockchain leichter gebaut wird, dass diese möglichst viele Nutzer benutzen können und dass diese Blockchain am besten auch noch mit anderen Blockchains kommunizieren kann. Wie möchte Cosmos nun die Probleme lösen? Zuerst nenne ich dir die einzelnen Lösungsansätze im Detail und am Ende von diesem Abschnitt erhältst du eine Zusammenfassung. Wie löst Cosmos das Problem Usability? Cosmos möchte ähnlich wie zum Beispiel Polkadot oder Avalanche eine umweltfreundliche, skalierbare und schnelle Dachplattform für andere Projekte anbieten. Das Ökosystem möchte jedoch nicht nur Blockchains miteinander verbinden, sondern mittels eines Art Baukastenprinzips Entwicklern helfen, ihre eigene Blockchain sowie dezentrale Anwendungen einfacher zu bauen. Um dir diese etwas schwere Kost mit den einzelnen Bausteinen, Lösungen näher zu bringen, tun wir einfach mal so, als würden wir heute zusammen nach Cosmos Rezept eine mehrschichtige Blockchain-Torte backen. Zunächst brauchen wir den Grundteig für die drei Schichten. Die Schichten nennen sich Networking, Konsensus und Application, auf Deutsch Anwendungsschicht. Was die einzelnen Schichten, diese sogenannten Layer, im Detail beinhalten, habe ich dir hier eingeblendet. Man stelle jetzt zunächst einzeln die Schichten her und stapelt sie dann aufeinander. Als nächstes vermenge man wie bei einem Marmorkuchen die zwei untersten, hier grün dargestellten Schichten, Networking und Konsensus, miteinander, um ein harmonisches Muster zu bekommen. Diese Netzwerk- und Konsensusschicht vermengst du hierfür mit Hilfe eines speziellen Werkzeugs, das sich einfach mal Tendermint nennt. Tendermint ist ein maschineller Apparat und stellt quasi die Fertigmischung der unteren zwei Schichten dar. Ein Entwickler kann also gleich die Fertigmischung Tendermint hernehmen, muss kein komplexes neues Protokoll mehr herstellen und kann sich ganz auf die Deko in der Application, also in der Anwendungsschicht, konzentrieren. Die Tendermint-Maschine ist über ein sogenanntes Application Blockchain Interface oder kurz dem ABCI mit der blauen Anwendungsschicht verbunden. Mehr zu Tendermint erfährst du im Abschnitt zur Technologie. Jetzt kommen wir also zur blau dargestellten Application-Schicht. Wir haben es ja Deko genannt, um unsere Torte zu verzieren. Dafür wird uns jetzt eine Auswahl vieler kleiner Code-Schnipsel angeboten.
Diese in Modulen aufgebaute Schnipselsammlung heißt Cosmos SDK. SDK steht hier für Software Development Kit. Kit heißt nichts anderes als Baukasten. Dieser Dekokasten ist Open Source, das heißt, dass jeder Entwickler öffentlich Zugang zu diesen Codeschnipseln erhält und eigene Ideen einbringen kann. Wir können uns jetzt also aussuchen, welche Deko am besten aussieht und auch neue Dekoartikel für eigene Anwendungszwecke hinzufügen. Fertig ist die Torte, also eine Blockchain. So möchte Cosmos das Thema Usability lösen. Schneller, sicher und unkomplizierter ein Netzwerk nach eigenem Gusto backen. Wohl bekomm's. Wie löst Cosmos jetzt das Problem Interoperabilität innerhalb des Netzwerks? Vielleicht kannst du dich noch aus meinem Polkadot-Video an die zentrale Mutterkette, diese Relay-Chain, erinnern. Auch Cosmos hat so etwas wie zentrale Ketten. Bei Cosmos sind es jedoch nicht eine große Mutterkette, sondern diese Blockchains können der Vorstellung nach nun beliebig erweitert werden. Sie nennen sich Hubs. Hier alle lila dargestellten Blockchains. Ein Hub ist so etwas wie ein Angelpunkt, der die gesamte Kommunikation koordiniert. Cosmos Hub ist der erste von diesen Angelpunkten gewesen. An solche Hub-Blockchains docken jetzt viele über das Tendermint-Protokoll laufende Blockchains an. Zum Beispiel auch die Torte, die wir gerade eben zusammen gebacken haben. Sie heißen Zonen, hier blau. Diese Blockchains haben jetzt die Wahl, entweder ihre eigenen unabhängigen Validatoren zu stellen oder ihren Konsens von Validatoren aus dem Cosmos Hub quasi hosten zu lassen. Das standardisierte Kommunikationsprotokoll heißt Inter-Blockchain Communication Protocol, kurz IBC, und verbindet Hubs mit Zonen. Reibungslos können so Tokens unterschiedlicher Blockchains hin und her getauscht werden, ohne dass zum Beispiel Zone A als unabhängige Blockchain dafür einer anderen Zone B vertrauen muss. Ein Token wird dabei nicht direkt von Zone A zu Zone B, sondern über den zentralen Hub transferiert. Die Zonen müssen dadurch nur einer zentralen Blockchain, also diesem Hub, trauen. Wie löst Cosmos das Thema Interoperabilität zu externen Netzwerken, wie zum Beispiel Ethereum und Co.? Innerhalb des Netzwerks existiert Einigkeit durch Werkzeuge, wie ich bereits erzählt hatte, Tendermint, SDK und ICB. Doch was ist, wenn eine Cosmos-Blockchain, also eine interne Zone, zum Beispiel mit Bitcoin oder dem Ethereum-Netzwerk kommunizieren möchte? Dafür existieren bei Cosmos sogenannte Modelle von PEG-Zonen. PEGs heißen übersetzt sowas wie Klammern und schauen in dem Bild auch tatsächlich ein bisschen so aus. PEG-Zonen können zum Beispiel sogenannte Stellvertreter-Blockchains sein, die den Zustand der externen Blockchain tracken und über das IBC-Protokoll dann an Cosmos weiterleiten. Als Beispiel für die Weiterentwicklung dieses PEG-Zonen-Modells ist die seit 2021 gestartete Gravity Bridge für Ethereum und den Cosmos Hub. Die Brücke Gravity ist in diesem Fall keine Blockchain, sondern eine Anwendung aus dem Cosmos-Baukasten, die auf dem Cosmos Hub installiert ist. Gravity überträgt also zum Beispiel einen ERC20-Token an Cosmos und wieder zurück. Oder andersherum überträgt Gravity einen Cosmos-Token an Ethereum, der dann bei Ethereum als ERC20-Token dargestellt wird. Atom und andere Cosmos-Tokens können so auf dezentralen Ethereum-basierten Exchanges wie Uniswap gehandelt werden. Ein weiteres Beispiel, wie die Vorteile von Cosmos und Ethereum kombiniert werden können, ist die Entwicklungs- und DApp-Plattform Evermint. Evermint ist quasi ein Proof-of-Stake-Äquivalent von Ethereum und basiert auf dem Tendermint-Protokoll von Cosmos. Entwickler können auf Evermint also Lösungen von Ethereum wie zum Beispiel die Solidity Smart Contracts oder die dezentralen Anwendungen nutzen, welche aber wiederum mit Cosmos-Blockchains kommunizieren können. Und zu guter Letzt, wie löst Cosmos das Thema Skalierbarkeit? Das Thema Skalierbarkeit löst Cosmos dadurch, dass wir uns noch einmal das erste Schaubild auf der einen Seite mit nur einer Cosmos-Blockchain, also dieses Tortenbeispiel, herannehmen. Und jetzt auf der anderen Seite schauen wir uns die gesamte Multikettenarchitektur aus diesen ganzen Hubs und Zonen an. Aus der Vogelperspektive heraus soll so der Transaktionsdurchsatz durch die Summe der Blockchains gesteigert werden. Eine einzelne Cosmos-Blockchain ist schon durch Tendermint und SDK optimiert worden. Doch wenn mehrere solcher Ketten jetzt auch noch gleichzeitig arbeiten, dann kann das Netzwerk auch mit Wachstum die nötigen Ressourcen stellen. Viele Torten für die perfekte Tortenschlacht. Für dich zusammengefasst: Cosmos möchte vielen Projekten die nötigen Werkzeuge stellen,
um eigene Blockchains schneller und leichter zu bauen. Dadurch entstehen viele individuelle Netzwerke, jedoch mit dem gleichen standardisierten Grundgerüst. Und dadurch können sie einfacher miteinander kommunizieren. Netzwerke, die nicht die Lösungen von Cosmos nutzen, sollen aber deswegen nicht ausgeschlossen werden. Brücken und weitere Modelle sollen dafür in Zukunft den Austausch zu fremden Netzwerken ermöglichen. Und das alles fördert schlussendlich das Wachstum des Internet of Blockchains von Cosmos. Welche Projekte und Partner konnte Cosmos bisher gewinnen? Bisher laufen auf Cosmos aktuell in Summe 263 verschiedene Projekte. Hier siehst du mal im Schnelldurchlauf die Liste aller Projekte eingeblendet. Bei so vielen guten Projekten kann ich dir leider gar nicht alle nennen. Diese Projekte haben ihren Use Case grundsätzlich vor allem im Bereich dezentrale Finanzen und Exchanges, Gaming und dezentrale Infrastruktur. 3 bekannte Blockchain-Projekte möchte ich dir von diesen hervorheben, die auf Cosmos aufgebaut haben und bereits sehr erfolgreich sind. Das ist zum einen die derzeit größte dezentrale Exchange Binance gemessen an der Marktkapitalisierung. Der BNB-Coin befindet sich aktuell auf Rang 4 aller Kryptowährungen. Die Codebasis der Binance Smart Chain BSC wurde auf Grundlage von Tendermint und Modulen aus dem Cosmos SDK weiterentwickelt. Eine zweite erfolgreiche DeFi- und Smart Contract-Plattform ist Terra Luna. Der Terra Stablecoin UST ist derzeit der viertgrößte Stablecoin, der Luna-Token unter den Top 10 aller Kryptowährungen. Auch die Terra Blockchain verwendet den Tendermint-Konsensusmechanismus sowie Funktionen des Cosmos SDK. Und als dritte Plattform ist Crypto.com mit der Crypto.org Blockchain zu nennen. Die Crypto.com App zählt zu den derzeit am schnellsten wachsenden Apps im Kryptosektor. Das Unternehmen hat sich erst vor kurzem die Namensrechte für eine der größten Eventhallen aus den USA, den Staples Center in Los Angeles, gekauft. Crypto.com Arena wird dort für die nächsten Jahre für jeden zu lesen sein. Die Blockchain, über die alles abgewickelt wird, benutzt das Tendermint-basierte Protokoll von Cosmos. Und zuletzt noch eine spannende Partnerschaft aus dem Gaming-Bereich. 2021 wurde eine Partnerschaft mit der Gaming-Plattform Forte bekannt gegeben. Forte kann bereits über 8 Millionen monatlich aktive Nutzer in seinen Partnerspielen aufweisen und hat bisher mehr als 5 Millionen NFTs geprägt. Die gemeinsame Arbeit soll die Entwicklung neuer Software für den Gaming- und NFT-Sektor fördern. Bei so vielen Anwendungen und Plattformen werden von Cosmos aktuell 49 Tokens wie BNB und weitere unterstützt, wie du hier eingeblendet siehst. Kommen wir zunächst zu den Tokenomics, zu Funktion und Verteilung. Atom ist der systemeigene Utility-Token im Cosmos-Netzwerk. Cosmos wird verwendet, um Netzwerkgebühren zu bezahlen und um Spam-Attacken zu verhindern. Die Netzwerkgebühr variiert dabei je nach benötigter Rechenleistung. Der Token fungiert neben seiner Bezahlfunktion auch als Staking- und Reward-Token. Über den Proof-of-Stake-Mechanismus wird das Netzwerk abgesichert. Auch spielt Atom in seiner Form als Governance-Funktion eine wichtige Rolle und verleiht Stakeholdern Stimmrechte, um über Veränderungen im Netzwerk abzustimmen. Je mehr ein solcher Teilnehmer an Atom staked, desto stärker werden seine Rechte gewichtet. Nachdem das Cosmos-Team im Zuge der ICOs die ersten Tokens herausgab, wurde die initiale Allocation wie folgt verteilt. 75% davon gingen an Investoren, 5% an Spender, 10% an die Entwickler vom Unternehmen Tendermint und 10% an die Foundation hinter Cosmos. Übrigens, das Entwicklerteam verfolgt einen Multi-Fee-Token-Ansatz. Anders als bei Netzwerken wie Bitcoin oder Ethereum musst du bei Cosmos die Gebühr bei Nutzung nicht in Atom-Tokens zahlen, sondern du kannst dafür auch andere Tokens wählen. Dazu sind im Cosmos Hub eine Auswahl an Tokens gewitelistet. Diese Validatoren im Cosmos Hub können auf dieser Whitelist dann mittels einer On-Chain-Abstimmung Tokens hinzufügen oder entfernen. Wie könnte das Tokenverhalten den Preis für Atom beeinflussen? Die Atom-Tokens verfügen in diesem Sinne über keinen maximalen Gesamtvorrat. Bei Bitcoin ist das anders, da sind die Bitcoins auf 21 Millionen Coins begrenzt und es wird einfach nie mehr Coins geben. So verhält sich Atom inflationär und nicht deflationär. Ist inflationäres Tokenverhalten jetzt was Schlechtes? Die Inflationsrate der hinzukommenden Atom-Tokens schwankt je nach Handelsvolumen im Netzwerk zwischen 7 und 20%. Im Explorer kannst du immer die aktuelle Rate sehen, wie hier eingeblendet sind es aktuell rund 10%. Das inflationäre Verhalten bedeutet, dass Atom-Stakeholder bei steigendem Netzwerkwachstum von Cosmos profitieren können.
denn die Rewards für die Validierer und indirekt für die Delegierer entstehen aus den zusätzlich ausgeschütteten inflationären Atomtokens sowie den Transaktionsgebühren. Mehr Handelsvolumen und Wachstum führt zu einer höheren Inflationsrate, mehr Atomtokens gehen an die Stakeholder. Schlussendlich bedeutet also das inflationäre Verhalten in diesem Fall zumindest aktuell nichts Schlechtes und muss kontextbezogen betrachtet werden. Zum Zeitpunkt des Videos befinden sich rund 294 Millionen Tokens im Umlauf. Unter dieser Umlaufmenge verstehen wir die Menge an Tokens, die sich derzeit auf dem Markt befinden und öffentlich handelbar sind. Von diesen 294 Millionen werden derzeit rund 182 Millionen Tokens laut Explorer gestaked und sind im Netzwerk gebunden. Das entspricht in etwa 62%. Wie kannst du Atom kaufen und aufbewahren? Du kannst Atom-Tokens auf allen möglichen großen Exchanges wie Binance, KuCoin, Crypto.com und so weiter zu den üblichen Handelspaaren erwerben. Einmal erworben, hast du zahlreiche Möglichkeiten, die Tokens aufzubewahren, ob als Web-Wallet für Android oder Apple. Derzeit unterstützen 35 Wallets laut Cosmos-Seite das Netzwerk. Anbieter wie das mobile Trust Wallet oder Ledger zählen auch dazu. Deine Atom-Tokens kannst du nun von einem geeigneten Wallet aus delegieren, staken lassen. Falls du dir zum Delegieren ein oder mehrere Validatoren selbst aussuchen musst, informiere dich auf jeden Fall vorab zu den einzelnen Betreibern. Gibt es zum Beispiel eine Webseite oder wie hoch ist der Anteil der eigenen gestakten Coins dieser Betreiber? Schließlich vertraust du ihm seine Tokens an. Im Explorer findest du eine Übersicht von den aktuellen Validatoren. Alternativ geht das Staking auch über große und bekannte Exchanges wie Binance oder Coinbase. Eine Staking-Periode dauert 21 Tage, so lange kannst du deine Tokens also nicht frei verwenden. Gehen wir nochmal ganz kurz auf Technologie und den Konsensusmechanismus ein. Cosmos verwendet einen Delegated Proof of Stake Konsensusmechanismus, der ursprünglich aus der Feder der gleichnamigen Firma Tendermint stammt und daher auch Tendermint BFT heißt. BFT kommt aus der Informatik und steht für byzantinische Fehlertoleranz. BFT beschreibt die Fehleranfälligkeit eines Systems, wenn nicht alle Knotenbetreiber ehrlich miteinander arbeiten. Mehr Details findest du dazu auch nochmal in meinen Videos zu zum Beispiel Theta, Algo oder Stellar. Wer validiert die Transaktionen im Netzwerk? Im Cosmos Hub erklären also Validatoren die neuen Blöcke mit den darin verifizierten Transaktionen für gültig. Mindestens 2/3 der Validatoren müssen sich dabei auf die neue Blockversion einigen. Die Anzahl der Validatoren soll prozentual in den ersten 10 Jahren nach dem Genesis-Block angehoben werden. Mit dem ersten Block waren es 100, derzeit sind wir laut dem Explorer bei aktuell 175 Validatoren. Die Validatoren werden für ihre Arbeit mit Rewards in Form von Atom-Tokens belohnt. Das setzt aber auch voraus, dass sie eine höhere Menge an Atom im Netzwerk quasi als Pfand hinterlegen müssen. Somit sichert sich das dezentrale Netzwerk ab. Je mehr Tokens ein solcher Knotenbetreiber staked, desto wahrscheinlicher wird er als Validator ausgewählt und desto wahrscheinlicher erhält er dann Belohnungen. Hält sich ein Knoten nicht an die Regeln, kann er auch bestraft werden und verliert am Ende seine eingesetzten Tokens. Mittels des Tendermint Cores, einer Instant-Rechenmaschine, wird Software basiert aus einem Pool bekannter Validatoren zufällig ausgewählt. Der Tendermint Core plus das Interface ABCI, was ich dir vorhin schon erwähnt hatte, bilden dann zusammen diese Tendermint Engine. Wer steckt hinter Cosmos? Die ersten Ideen zur Cosmos-Blockchain reichen bereits bis ins Jahr 2014 zurück, als das US-ansässige Softwareunternehmen Tendermint insbesondere von den zwei Gründern Kai Kwon und Ethan Buchman aufgebaut wurde. Kwon war einer der Vorreiter, der die byzantinische Fehlertoleranz mit dem Proof-of-Stake-Konsensus einer Blockchain in Verbindung brachte. 2020 zog sich Kwon als CEO von Tendermint aus dem Projekt zurück. 2016 entstand dann das White Paper für Cosmos. Ebenso wurde im selben Jahr die gemeinnützige Stiftung aus der Schweiz, die Interchain Foundation, kurz ICF, gegründet. Buchmann ist derzeitiger Präsident der ICF. Ein Jahr später, 2017, wurde dann offiziell das Cosmos-Netzwerk nach einem ICO ins Leben gerufen. Damals wurden für das Projekt satte 17 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Mainnet ging dann 2019 erst an den Start. Das Unternehmen Tendermint sowie die ICF fördern seither die technologische, finanzielle sowie organisatorische Entwicklung von Cosmos. Mein persönliches Fazit zu Cosmos: Folgende Stichpunkte sprechen jetzt zunächst für Cosmos.
Erstens, anhand des Marktvolumens bekanntes Netzwerk unter den Top 50 und aktuell auf Rang 23. Zweitens, die Lösungen aus Tendermint, Cosmos SDK und IBC machen aus einem zeitintensiven und komplexen Blockchain-Bau eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Entwickler. Drittens, diese Bauanleitung bietet jedoch die Chance für eine unabhängige und maßgeschneiderte Blockchain. Die Auswahl der Funktionen aus dem Set sind groß und optional. Erfolgreiche Netzwerke wie Fonterra, Binance oder Crypto.com bestätigen bisher die Usability. Viertens, das Grundkonzept für das Internet of Blockchains. Cosmos dient hier als Ursprungsplattform bestehend aus miteinander interoperablen Hubs und Zonen. Auch für externe Blockchains bietet Cosmos erste interoperable Lösungen, wie zum Beispiel die Gravity Bridge zu Ethereum. Fünftens, über 260 Projekte und innovative Protokolle aus dem Bereich DeFi bis hin zum Web 3.0 laufen bereits auf Cosmos. Sechstens, finanziell sowie technologisch wird Cosmos durch das Softwareunternehmen Tendermint sowie die Schweizer Interchain Foundation unterstützt. Folgende Punkte könnten möglicherweise gegen Cosmos sprechen. Nummer 1. Wenig detaillierte Informationen über das derzeitige und zukünftige Tokenverhalten. Hier fehlt es noch an leicht verfügbaren Langzeitmodellen für einen interessierten Atomkäufer. Und zweitens, es gibt natürlich stark etablierte Dachplattformen wie zum Beispiel Polkadot und Avalanche. Hier existieren einige Schnittmengen hinsichtlich Use Case, DeFi, Gaming, NFT und Web 3.0 sowie Lösungen zur Skalierbarkeit und Interoperabilität. Polkadot und Cosmos konzentrieren sich hier vielleicht ein wenig mehr auf die Zielgruppe Entwickler und die Vision des Web 3.0. Avalanche mehr auf den Bereich DeFi. Über die einzelnen Lösungen schau dir auch gerne nochmal meine Videos zu Polkadot und Avalanche an. Die derzeitige Situation, dass wir viele einzelne kleine nicht miteinander kommunizierende Netzwerke haben, schreit nahezu nach einem gemeinsamen Ursprung. Cosmos möchte dieser Ursprung sein, ohne jedoch eine Blockchain abhängig von Cosmos zu machen. Freie Wahl für jedes Netzwerk, am gesamten Netzwerk teilzunehmen. So, und damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Falls du Fragen hast oder Feedback, schreib einfach einen Kommentar unter dem Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich einfach riesig über ein Like von dir freuen. Wenn du noch mehr über weitere spannende Kryptoprojekte erfahren willst, schau dir auch ein weiteres Video von mir an, zum Beispiel das von Polkadot oder Avalanche. Folg mir auch gerne über Twitter. Danke für deine Unterstützung. Ich freue mich, dass du mal wieder mit dabei warst. Ich bin Miss Krypto und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.